Du hast wenigstens eine Mutter gehabt. Auch wenn sie viel zu früh gestorben ist. Ich schätze, sie ist einfach weg. Nur wart mal ab. Sie wird schon noch irgendwo auftauchen. Glaube ich nicht. Ich hab doch gesagt, ich weiß nicht, wie lange die Besprechung dauert. Außerdem muss ich dich ja wohl nicht den ganzen Tag unterhalten. Und wenn du so in Friedenau hängst, wirst du dich ja wohl eine Weile alleine beschäftigen können. Das gibt's doch gar nicht. Da. Sie hat meine Kette an. Ich glaube, jetzt ist eine Erklärung fällig. Erklärung? Wieso? Wieso? Ich suche die ganze Zeit überall meine Kette. Und dann hat die sie um den Hals. Ach so, jetzt verstehe ich. Nein, Gina, du siehst das völlig falsch. Ich habe ihr eine von den Ketten verkauft, die meine Mutter mir zugeschickt hat. Das Paket ist gerade noch rechtzeitig gekommen, bevor wir weggefahren sind. Na, das ging aber schnell. Komisch, dass ich davon nichts mitbekommen habe. Wieso? Habe ich dir das nicht erzählt? Nein. Ja, dann werde ich das wohl vergessen haben. Naja, es war doch alles ziemlich hektisch vor unserer Reise. Ja, ich habe vor unserer Abreise noch eine von den Ketten an sie verkauft. Und woher wusstest du, wo sie wohnt? Sie hat mir ihre Hoteladresse gegeben. Und warum hast du dann noch dein Skateboard und die T-Shirts verkauft? Nur zur Sicherheit. Ich hasse es eben, mit knapp abgezähltem Geld zu verreisen. Gina, was ist los? Warum guckst du denn so? Glaubst du mir nicht? Ich weiß nicht. Gina. Ehrlich gesagt habe ich gedacht, du hättest ihr meine Kette verkauft. Aber Gina, wie kannst du sowas denken? Was soll ich denn sonst denken? Wenn du mir nicht mehr erzählst, dass du noch ein Paket von deiner Mutter bekommst und dass du diese Tussi im Hotel besuchst? Okay, es war ein Fehler. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Es tut mir leid. Der Satellit zeigt uns ein Wolkenbild, das sich von der Ostsee bis nach Italien erstreckt. Über Westeuropa... Na, das muss aber eine längere Besprechung gewesen sein. Was dagegen? Nee, was sollte ich dagegen haben? Weiß ich auch nicht. Champagner? Nur ein Schluck, danke. Tja, mein Ausritt mit dieser Kathi war ganz nett. Nur leider ist die Kleine furchtbar neugierig. So. Und ziemlich aufdringlich. Sie wollte sich direkt morgen wieder mit mir verabreden. Dir wird schon eine Ausrede eingefallen sein. Ja, klar. Sag mal, was ist eigentlich los mit dir? War irgendwas bei der Besprechung? Leider ist die Kleine furchtbar neugierig. Du bist auch nicht viel besser. Hey, ich habe nur ganz freundlich gefragt, ob irgendwas los ist. Darf ich das nicht? Ich wüsste nicht, dass das Teil unserer Abmachung ist. Also, ich werde ja wohl noch mal fragen dürfen. Ich möchte jetzt meine Ruhe und sonst nichts, klar? Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Scheiße. Sie ist misstrauisch. Zu Recht. Sie nimmt mir die Geschichte irgendwo nicht ab. Tja. Und ich bin auch noch an allem schuld. Du? Ohne mich wärst du doch nie auf die Idee gekommen. Ach, es wäre doch alles gut gegangen, wenn diese blöde Kuh hier nicht aufgetaucht wäre. Ich verstehe das sowieso nicht. Sie hat mir doch gesagt, dass sie am nächsten Tag abreist. Vielleicht war das bloß ein Trick. Meinst du? Ja, oder sie hat ihre Pläne einfach irgendwie geändert. Kann ja auch mal vorkommen, ne? Ist ja auch egal. Sag mir jetzt lieber, was ich mit Gina machen soll. Gina ist natürlich jetzt extrem misstrauisch. Wenn du ihr einfach eine neue Kette gibst, dann kauft die dir die Geschichte überhaupt nicht mehr ab. Ich denke, Gina muss die Kette einfach selbst irgendwo finden. Ganz zufällig. Aber sie hat doch schon überall gesucht. Ich würde die Kette irgendwo hinter der Theke verstecken. Unterm Kühlschrank hat sie bestimmt noch nicht nachgeschaut. Und wenn doch, dann kann die Kette auch irgendwie zufällig dahinter gerutscht sein. Unterm Kühlschrank? Ja, wir müssen sie so deponieren, dass Gina sie ganz zufällig findet. Beim Putzen zum Beispiel. Das könnte hinhauen. Und schon bist du raus aus dem Schneider.
Okay, so mache ich's. Und wann? Wenn alle weg sind? Und vergiss nicht, den Verschluss aufzumachen. Ja, wie soll Gina die Kette denn sonst verloren haben? Du bist gut. Du bist richtig gut. Wir können ja demnächst zusammen öfter ins Fitnessstudio gehen. Gerne. Wie findest du eigentlich meinen Bruder? Jan? Oh, der ist doch ganz nett. Er gefällt dir? Klar, das sieht doch auch sehr gut aus. Ja, dann würde ich an deiner Stelle schleunigst was unternehmen. Was denn? Ja, wieso nicht? Du bist ja auch ganz nett. Ich weiß nicht, ob er das auch findet. Aber wieso denn nicht? Vielleicht solltest du ihn einfach nur besser kennenlernen. Damit ich mich am Ende auch noch in ihn verknalle. Nee, das muss ich mir nicht antun. Wieso antun? Weil's nichts bringt außer Ärger. Aber ich habe noch nie Glück bei Männern gehabt. Echt? Du kannst dir das wahrscheinlich nicht vorstellen, aber du hast bestimmt keine Probleme mit Männern. Ich habe Probleme mit Männern, seit ich denken kann. Mann, ist das eine Luft hier. Wenn man immer nur in einer blöden Kneipe rumsteht, dann kann man hier schon einen Sauerstoffschock bekommen. Noch Wein? Oh, sehr, sehr gerne. Danke. Wer fährt denn? Trink ruhig. Ich bleib jetzt beim Wasser. Wirklich? Ja, klar. Oh, reichst du mir bitte mal das Brot? Ja. Danke. Sag mal, hast du was von Christoph gehört? Der müsste doch längst zurück sein, oder? Ja, er hat noch ein paar Tage dran gehangen. Er hat mich gestern Abend angerufen und gesagt, Ein Sommerpicknick. Welche hübsche Idee. Sie können gerne was mitessen. Ist es genug da, oder? aber natürlich, setzen Sie sich. Nein, lassen Sie sich nicht stören. Aber Sie stören überhaupt nicht. Wirklich nicht. Na gut, aber nur auf ein Gläschen. Ja, diesen Wein kann ich auch sehr empfehlen. Fruchtig, wenig Säure. Es ist ein idealer Sommerwein. Aha. Wer in der Kneipe arbeitet, muss das ja wissen. Also dann, zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Und was führt Sie her? Besprechen Sie wieder einen Auftrag für Ihren Partyservice? Nein, ich bin rein privat hier. Also ich habe Gero und Sophie eingeladen. Ich wollte die beiden ein bisschen verwöhnen. Die beiden? Ja, die sind doch jetzt zusammen. Oh, das habe ich ja gar nicht gewusst. Na, wer hätte das gedacht? Ihr habt im Gefängnis geheiratet? Das muss ja grausig sein. Ach, was macht man nicht alles, wenn man verliebt ist? Aber es ist natürlich übel, wenn man nicht mal eine Hochzeitsnacht hat. Ja, aber das Heiraten hat nichts genützt. Glücklich wurde ich dadurch auch nicht. Und dann kam Thomas. Anfangs lief es ja auch ganz gut. Aber er hatte eine kranke Frau. Scheiße. Ja, ich wollte nicht, dass er sie meinetwegen verlässt. Obwohl, er wäre dazu bereit gewesen. Also wieder nichts. Und dieser Alex? Das war auch ganz merkwürdig. In den habe ich mich verliebt, als er krank war. Auch nicht ganz unproblematisch. Und dann hat sich herausgestellt, dass er ein uneheliches Kind mit seiner Ex hat. Und ich dachte zuerst, ein Kontakt mit dem Kind würde ihm helfen, gesund zu werden. Und weg war er. Jep. Wie du siehst, ich bin auch nicht mit Glück gesegnet, was die Männer betrifft. Aber das ist mir im Moment eigentlich ganz recht. Seit Mutters Tod bin ich ja ziemlich eingespannt. Ich hätte überhaupt keine Zeit für Jungs. Und dann noch die Uni. Naja. Aber wenn der Richtige käme, dann wäre dafür immer Zeit, oder? Ja,
Manchmal vermisse ich das auch. Was denn? Naja, man braucht ja halt doch die Männer. So? Tja, wenn man zum Beispiel schwere Einkaufstüten, Koffer oder Wasserkästen zu tragen hat. Ja, vor allem dann. Tja, aber so wie es aussieht, werden wir das wohl noch eine Weile selber machen müssen. Guck mal. Meine Kette. Wo hast du die denn her? Die lag unterm Kühlschrank. Das gibt's doch gar nicht. Da habe ich doch schon geguckt. Oh, warten Sie. Ich mach das. Nein, ich mach das. Was? Sie sollen sich doch schließlich mal erholen. Aber, Gell? na gut. Das ist aber nett. Danke. Danke sehr. Bitte? Oh, ja, danke. Das ist ein Service. Ja. Oh, Kathi, du hast ja auch noch keinen Kaffee. Oh, danke sehr. Bitte sehr. Danke. Und, wie läuft die Kneipe? Gut, aber ich hoffe, dass das nicht mehr lange mein Problem sein wird. Ach ja, Sie suchen sich ja auf Dauer ein anderes Betätigungsfeld. Ja, und die Chancen stehen auch ganz gut. Fiona, meine Chefin, habe ich ja neulich schon mal erzählt, die zieht sich ja zurück und sobald sie einen neuen Pächter gefunden hat, mache ich da die Fliege. Ich werde mir in nächster Zeit auch ein neues Betätigungsfeld suchen. Ach, du willst arbeiten? Und das habe ich auch noch nicht gewusst. Ich habe immer gearbeitet. Oh, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Bisher hatte ich ziemlich viel mit der Renovierung des Ostflügels zu tun. Das hat ziemlich viel Arbeit gemacht. Was genau hast du denn dabei eigentlich gemacht? Ich habe alles überwacht. Bei so einem Objekt ist das eine riesige Verantwortung. Jetzt hast du ja genügend Zeit gehabt, um diese Strapazen zu überwinden. Wir sind ja schon seit 2 Monaten fertig. Hallo Papa, Hallo. wir haben eine Überraschung für dich. Oh, bitte, keine Überraschung. Ich habe sehr viel zu tun. Gerade dann muss man mal eine Pause machen. Komm, komm. Frankfurter Kränzchen, dein Lieblingskuchen. Ist das nichts? Ja, dann nehme ich ein Stück. Moment mal, so war das nicht gedacht. Naja, beim richtigen Kaffeetrinken sollte die ganze Familie am Tisch sitzen. Ramon, kommst du auch? Was soll das werden? Bitte kein Kaffeekränzchen jetzt. Brandner. Die Familie sollte wenigstens einmal am Tag am Tisch zusammensitzen, reden, Probleme besprechen. Wann und wie oft ich mit meiner Familie am Tisch zusammensitze, möchte ich ganz gerne selbst entscheiden. Ja? Papa, Ila war so nett und hat Kuchen mitgebracht. Ist doch eine schöne Idee. Finde ich auch. Sag mal, ein bisschen spontan. Ihr glaubt, ich wäre nicht spontan? Lächerlich, ich nicht spontan. Ach, Tanja, du siehst doch, dass ich lese. Ich wüsste da was viel, viel Besseres. Dann mach es. Ich bin nicht dein Maître de Plaisir. Aber mein Ehemann, das scheinst du in letzter Zeit ziemlich häufig zu vergessen. Nein, das habe ich nicht vergessen. Aber du scheinst dich nicht mehr an unsere Abmachungen zu erinnern. Unsere Ehe ist ein reines Zweckbündnis. Na und? Das heißt noch lange nicht, dass du mich ständig wie den letzten Dreck behandeln kannst. Ich behandle dich so, wie du es verdient hast. Ich wüsste nicht, womit ich es verdient habe, dass du mich heute Nachmittag vor den anderen so bloßgestellt hast. Ich habe dich nicht bloßgestellt. Ich habe mich nur gewundert über deine Äußerungen. Welche Äußerungen? Dass du eine Aufgabe suchst.
Was ist so schlimm dabei? Nun ja, ich finde es ja grundsätzlich in Ordnung, dass eine junge Frau wie du ihr Leben etwas sinnvoller gestalten will. Immer nur Fernsehen, Musik hören, Geld ausgeben und reiten ist wirklich nicht sehr abendfüllend. Ja, genau. Aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du das ernst gemeint hast. Kann denn nicht mal jemand die Tür aufmachen? Herrgott, noch mal! Ja, komm ja schon. Gina, Ich musste unbedingt sofort herkommen. Guck mal, was ich gefunden habe. wo hast du die denn her? Unterm Kühlschrank in der Kneipe. Ja, wie ist sie denn da hingekommen? Das würde ich auch gerne wissen. Aber egal, Hauptsache sie ist wieder da. Hi, Gina! Hi, guck mal, was ich wieder habe. Ja, na siehst du. Ich hatte auch schon fast ein schlechtes Gewissen. Sie war ja schließlich von Ramons Mutter. Kinder, könnt ihr euch vielleicht oben unterhalten? Sorry, Arno, du hast ja völlig recht. Komm, wir gehen hoch. Tschüss. Tschüss. Susanne, Ja? hast du mal eine Minute? Ja, klar. Was gibt's denn? Könntest du für mich morgen Vormittag beim Steuerberater vorbeigehen? Ich muss einige Belege nachreichen. Kannst du den nicht mit der Post schicken? Das wird zu knapp, bitte. Es ist äußerst dringend. Dann fahr doch selber hin. Susanne, wenn ich die Zeit hätte, würde ich dich nicht darum bitten. Wenn ich nicht schon etwas vorhätte, würde ich es nicht ablehnen. Ach, was ist denn daran so Wichtiges? Ich treffe mich mit Ela zum Frühstück. Mit Ela? Entschuldige bitte, wenn ich das nicht ganz verstehe. Was ist daran wichtiger als dein Vater? Hauptsache, ich versteh's. Vielleicht kann ja Ramon das für dich erledigen. Mit Ela zum Frühstück. Und ich... Ich bin ja so froh, dass meine Kette wieder da ist. Aber ich könnte schwören, dass ich schon mal unter dem Kühlschrank nachgeguckt habe. Du wirst eben nicht richtig hingesehen haben. Hm? Kann schon sein. Tut mir leid, dass ich dich vorgestern Abend so angemacht habe. Aber als ich die Frau mit der Kette gesehen habe, da dachte ich wirklich, du hättest meine Ansicht verscheuert. Schon gut. Du konntest ja nicht wissen, dass meine Mutter mir neue geschickt hat. Hm? Nee. Wo sind die überhaupt? Darf ich die mal sehen? Klar. Hier. Hey, die sehen ja genauso aus wie meine. Die sind ja völlig identisch. Ich hab dir doch gesagt, die gibt's bei uns zu Hause an jeder Ecke. Hm? Schon. Naja, für eine Sonderanfertigung fehlt meiner Mutter leider das Geld. Ach, Mann, so war es doch nicht gemeint. Ich finde die Kette wirklich total schön. Egal, wie viel es noch davon gibt. Ich hoffe nur, dass ich sie nicht nochmal verliere. Bestimmt nicht. Und wenn, dann haben wir ja jetzt genügend Ersatz. Aber ich kann mir immer noch nicht erklären, wie das passieren konnte. Was? Ja, dass ich sie verloren habe. Gina, sowas passiert eben. Was machst du dir jetzt noch einen Kopf darüber? Sei doch froh, dass du sie wieder hast. Bin ich ja auch. Aber vielleicht ist der Verschluss kaputt. Als ich sie gefunden habe, war der Verschluss offen. Du wirst sie nicht richtig zugemacht haben. Wer weiß, irgendwie muss sie ja dahin gekommen sein. Genau. Wo willst du denn hin? Ich gehe duschen. Ich habe Arno versprochen, dass ich für ihn noch was zu seinem Steuerberater bringe. Ach so. Bis gleich. Alle Achtung! Du hast wirklich jeden Quadratmillimeter ausgenutzt. Anders geht's nicht. Naja, ist ein bisschen eng, aber dafür gemütlich. Und vor allem hellhörig. Wenn mein Nachbar in sein Knäckebrot beißt, falle ich jedes Mal aus dem Bett. Solange er nur Knäckebrot isst. Hast du denn auch Freunde oder Bekannte hier? Nein, leider. Geht ziemlich anonym zu hier. Ja, ist auch okay. Ich bin schließlich zum Studieren da und nicht, um jemanden kennenzulernen. Aber man kann doch das eine mit dem anderen verbinden. Ja, könnte man. Nur scheine ich dafür kein Händchen zu haben. Ich glaube, ich werde das mal in die Hand nehmen müssen. Aber lass uns doch erst mal spazieren gehen, ne? Hm.
Na, hast du dir schon was ausgedacht? Wie, was ausgedacht? Mal als Aufgabe für dich. Wenn ich schlafe, kann ich nicht nachdenken. Wir sind aber schon seit einer Stunde auf. So eilig habe ich nun auch wieder nicht. Man kann nicht früh genug damit anfangen, sich Gedanken zu machen. Das haben meine Eltern auch immer gesagt. Und damit haben sie gar nicht so unrecht. Was würde dir denn eigentlich Spaß machen? Ich meine, außer einem Einkaufsbummel. Ich glaube, dass ich im Verkaufen mindestens genauso gut bin wie im Einkaufen. Natürlich, meine Frau möchte gleich die Geschäftsleitung eines großen Konzerns übernehmen, aber so einfach geht das nicht. Da musst du klein anfangen. Ach, jetzt sag mir bloß noch, ich soll einen Vertreterjob machen. Wäre nicht das Schlechteste. Sag mal, spinnst du? Ich habe mir meine Geschäfte anders vorgestellt, im ganz großen Stil, so wie Clarissa sie macht. Im Unterschied zu dir versteht Clarissa was davon. Ach, was die kann die schon lange. Na, ja, wenn das so ist. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Ja, ich bin im Wohnheim schon ziemlich isoliert. Notfalls kann ich in die Gemeinschaftsküche gehen. Da hängen immer irgendwelche Leute rum. Allerdings rieche ich dann immer leider 3 Tage lang nach Bratenfett. Was bringt man nicht für Opfer für ein richtig gutes Gespräch? Für ein richtig gutes Gespräch schon. Nur die Leute dort reden doch immer nur von ihren Profs, Seminaren, Scheinen, Hiwis. So ist das halt unter Kommilitonen. Ja. Aber du kannst dich zu Hause mal über was anderes unterhalten. Ja, klar. Ich kann mit Ramon über die Schule, mit Anne über das Fitnesscenter und mit Papa über Häuser bauen reden. Ist immer sehr interessant bei uns. Das habe ich schon gemerkt. Tja. Trotzdem, manchmal fehlt mir eine Freundin. Mit Papa kann ich nicht über alles reden und Anna versteht noch nicht alles, was uns ältere Mädchen so bewegt. Also, wenn du wieder mal was auf dem Herzen hast, dann findest du in mir bestimmt eine verständnisvolle Zuhörerin. Auf das Angebot komme ich gerne zurück. Bin schon wieder da. Na? Hast du dich gelangweilt? Nein. Überhaupt nicht. Hallo, mein Schatz. Was ist mit dir los? Ich habe nachgedacht. Und ich glaube, ich habe die Lösung für dein Problem. Ich habe genau die richtige Aufgabe für dich gefunden. Eine Lehrstelle als Fleischfachverkäuferin? Nein, nein. Du brauchst etwas im großen Stil. Etwas mit Klasse und mit Verantwortung, wo es richtig um Geld geht. Es geht um einen ganz großen Deal. Und du würdest mir einen Haufen Arbeit damit abnehmen. Was soll ich machen? Finde einen Käufer für Friedenau.